Willkommen zu einem neuen Video hier aus Svens Garage, heute aus Monaco, und ich bin wieder für euch auf der Suche nach Kuriosen und Seltenen, und ich kann euch sagen, hier lässt sich einiges finden. Viel Spaß mit dem Video. So, wir sind hier im Grimaldi Forum in Monaco. Dort findet eine Versteigerung statt von RM Sotheby's mit einigen Fahrzeugen. Knapp 60 Fahrzeuge werden hier versteigert. Ich werde euch in diesem Video alle Fahrzeuge einmal ein bisschen vorstellen, auch ein bisschen Technik, ein bisschen Details zu den Fahrzeugen. Und ich bin schon gespannt. Also ich habe natürlich einen Blick drauf geworfen, was hier alles versteigert wird. Und da sind viele Fahrzeuge dabei. Die werden wir nach der Versteigerung nie wieder sehen. Die werden alle in Sammlung verschwinden, weil sie mega selten sind. Viel Spaß mit dem Video. Das erste Fahrzeug ist ein Ferrari von 1972, ein GTB4. Der hat einen V12 Frontmotor mit 4,4 Liter und 352 PS. Das Fahrzeug hat einen Schätzpreis von 400.000 bis 500.000 Euro und hat ein Leergewicht von 1280 Kilogramm, und preislich lag der damals schon im Spitzenbereich. Der nächste 365 GT4, das ist allerdings ein Fahrzeug von 1974, und dieses Fahrzeug setzt einen historischen Wendepunkt in der Ferrari Sportwagengeschichte. Dort sind wir gewechselt vom Frontmotor zum Mittelmotor. Es ist ein Boxermotor, auch mit 4,4 Liter Hubraum und 380 PS. Total spannendes Fahrzeug, schönes Fahrzeug, auch ein toller Zustand. Das Fahrzeug hat ein Leergewicht von 1230 Kilo und der Schätzpreis liegt hier von 250.000 bis 325.000 Euro. Ich finde auch die Linienführung von dem Fahrzeug sehr, sehr schön. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Details, sowie den Zentralverschluss an den Felgen. Das ist alles in einem perfekten Zustand. Jetzt eine Ikone aus den 80ern, der ist von 1986, ein Ferrari Testarossa mit einem 12-Zylinder, 4,9 Liter Hubraum und 390 PS in einem tadellosen Zustand. Rein optisch würde ich den auf 2+ setzen. Und der Schätzwert liegt zwischen 250.000 und 350.000 Euro. Der nächste interessante Ferrari, das ist ein Ferrari 550, der ist von 2001, ein Barchetta. Der hat etwas über 7.000 Kilometer und ist die offene Variante von dem Maranello abgewandelt. Ist limitiert, davon gibt es nicht ganz so viele, und in dem Zustand bin ich mir ziemlich sicher, wird es dann auch schwierig, ein vergleichbares Modell zu finden. Der Schätzpreis hier liegt zwischen 400.000 und 450.000 Euro. Das Fahrzeug hat einen 5,5 Liter 12-Zylinder mit einem 6-Gang-Getriebe und 485 PS. Von diesem Fahrzeug wurden nur 448 Stück gebaut, und das hier ist die Nummer 11.
finde, das Fahrzeug ist eine der stilvollsten Ferrari-Modelle der 2000er. Ich finde den wirklich richtig gelungen. Das nächste Fahrzeug, was für Sammler interessant ist, das ist ein Ferrari F355 Spider. Der hat einen V8-Motor mit 3,5 Liter Hubraum, mit 375 PS. Und dieses Fahrzeug bringt genau das mit, was Sammler heute suchen. Eine seltene Farbgebung und manuelles Sechsganggetriebe in einem perfekten Zustand. Der hat 44.000 Kilometer gelaufen, war in Deutschland und in Österreich zugelassen. Volle Historie ist vorhanden. Und der Schätzwert liegt zwischen 120.000 und 160.000 Euro. Ich gehe fix davon aus, dass das Fahrzeug hier nicht stehen bleibt. Jetzt kommen wir zu einem schon fast heiligen Porsche 911. Das ist ein 2,7 RS Touring. Der ist von 1973. Das Fahrzeug hat einen 2,7 Liter Boxermotor drin mit 210 PS. Das allein klingt noch nicht spannend, aber das Fahrzeug wiegt halt nur knapp über 1000 Kilo. Der damalige Neupreis lag irgendwo bei 30.000 Mark. Das war natürlich schon eine Nummer und ja, für Porsche-Fan ist das schon Pflichtprogramm fast, dieses Fahrzeug. Der Schätzpreis liegt 450.000 bis 550.000 Euro. Jetzt ein Formel-1-Fahrzeug von 2003. Das ist ein Jordan EJ13 Showcar. Das Fahrzeug hat einen Schätzwert von 100.000 bis 150.000 Euro und sollte eigentlich in keiner motorsportorientierten Sammlung fehlen. Ein tolles Fahrzeug, absolut tolle Farbgebung, absoluter Hingucker. So, das nächste Fahrzeug ist ein Tollman. Das Fahrzeug emotional gesehen sicherlich eines der interessantesten Fahrzeuge hier, da das auch mit dem Werdegang von Ayrton Senna zusammen zu sehen ist. Der Schätzwert liegt zwischen 2,8 und 3,8 Millionen und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da auch erreichen. Das Fahrzeug hat einen turbo aufgeladenen Vierzylinder mit 600 PS circa und einem Gewicht von 540 Kilo. Spannend.
Nächster Formel 1 von Fittipaldi. Der hat einen V8 Cosworth drin mit 500 PS, auch bei 580 Kilo circa. Das Fahrzeug ist von 79 und es liegt zwischen 500 und 700.000 Euro. Spannender Aston Martin, ein DB4, erste Serie. Das Fahrzeug ist von 1959, soll 250.000 bis 350.000 Euro bringen. Und das Interessante daran ist, das ist ein Linkslenker und davon gibt es nur knapp über 70 Fahrzeuge. Also das ist auch für Sammler durchaus ein mehr als interessantes Fahrzeug. Das Fahrzeug wird angetrieben von einem reinen Sechszylinder mit 3,7 Liter Hubraum und 240 PS. Jetzt kommen wir zu einem sehr interessanten Fahrzeug, ein Lamborghini 350 GT, der ist von 1964. Dieser Lamborghini ist industriegeschichtlich gesehen der interessanteste, weil er quasi den Einstieg der Marke in die Großsportwagen setzt. Das Fahrzeug besitzt einen 3,5 Liter V12 Motor mit 280 PS. Geschichtlich gesehen ist es aus meiner Sicht eines der interessantesten Fahrzeuge von Lamborghini. Schätzpreis 400.000 bis 500.000 Euro. Jetzt kommen wir zu einem Mercedes-Benz 300 SL Gullwing. Dieser ist von 1956. Damals hat das Fahrzeug so um die 30.000 Mark gekostet. Schätzwert heute 1,6 bis 1,8 Millionen. Und dieser hier ist optisch zumindest an einem sehr guten Zustand. Die meine Videos schauen, die wird natürlich sofort aufgefallen sein, dass dieses Fahrzeug besonders interessant ist, weil Original-Zentralverschlussfelgen. Da gibt es nicht ganz so viele von, weil damals extrem teuer. Das Fahrzeug selber wird angetrieben von einem reinen Sechszylinder, 3 Liter mit 215 PS, zur damaligen Zeit schon Einspritztechnik. Und ansonsten, der hier steht, den würde ich locker Note 2 Plus, optisch zumindest. Also das, und die Farbe, ich finde, ein Gullwing muss Silber sein, meine Meinung. Der nächste Mercedes 198, diesmal ein 300 SL Roadster. Der hier ist von 63 und der liegt 1,5 bis 1,7 Millionen Schätzwert. Dieses Fahrzeug ist mit seinem Baujahr 1963 eines der späteren Modelle und bei Sammlern auch sehr beliebt, unter anderem natürlich auch wegen der jetzt vorhandenen Scheibenbremsen. Jetzt ein spannendes Fahrzeug für Menschen, die einfach Rennen fahren möchten. Ja, das ist ein Lotus, ein Typ 30.
Das Fahrzeug ist von 1964 und hat einen Schätzwert von 200.000 bis 300.000 Euro. Das Fahrzeug hat einen Ford-Motor verbaut, einen V8 mit 380 PS. Ich würde sagen, der geht gut vorwärts mit seinen 650 Kilo Eigengewicht. Da ist Leben drin. Das ist ein Fahrzeug mit echter Rennhistorie. Ganz toll. So, wieder ein Fahrzeug, was ich nicht kenne. Viele habe ich sicherlich auf dieser Welt noch nicht gesehen, aber der gehört unter anderem mit dazu. Das ist ein Denzel. Ein Denzel 1300 von 1954. Das Fahrzeug wiegt fahrfertig nur 700 Kilo und hat einen 1,3 Liter Motor mit 60 PS. Der Schätzwert für den Denzel liegt zwischen 150.000 und 180.000 Euro. Fiat 500 Jolly von 71, ein Umbau, 30.000 bis 40.000 Euro. Ich finde den ja mega, auch optisch mit den großen Scheinwerfern vorne. Das hatten wir in einem Video schon mal, dass das eine US-Variante ist, aber hier wurde sie wahrscheinlich standardmäßig angebaut. Toller Umbau, toller Zustand, steht da wie aus dem Laden. Das ist ein extrem seltenes Modell. Da wurden nur wenige von gebaut. Das ist ein 296 GTB. Das Fahrzeug ist in Anlehnung oder ist entstanden aufgrund des Doppelsieges von Barrichello und Michael Schumacher 2004 in Ungarn. Diese Sonderedition liegt zwischen 400.000 und 500.000 Euro und in Summe wurden 5 Fahrzeuge davon gebaut. Er hat einen 3 Liter Biturbo-Motor mit 819 PS, also mit Elektrounterstützung. Ein 8-Gang Doppelkupplungsgetriebe und hat ein Gesamtgewicht von 1.490 Kilo. Was ich ja mega spannend finde bei diesem Fahrzeug und wahrscheinlich aus heutigen Gesichtspunkten unbezahlbar, die Felgen sind aus Carbon. Schätzwert 300.000 bis 500.000 Euro. Jetzt wieder ein Mercedes, ein SLS, der ist von 2010. Das ist ein Flügeltürer, 6,3 Liter, auch in einem guten Zustand. Die Felgen sind hier und da ein bisschen leicht angeschraubt. Der Schätzwert liegt zwischen 200.000 und 250.000 und da bin ich auch mal gespannt, ob der das erzielt. Jetzt kommen wir zum nächsten spannenden 911er, zumindest aus meiner Sicht. Der ist von 2018. Das ist ein GT2 RS Weißach. Die Porsche-Kenner wissen, was ich meine. Der hat einen Schätzwert von 425.000 bis 475.000 Euro. Das Fahrzeug hat einen 3,8 Liter Biturbomotor mit 750 PS. Und nur dieses Weißach-Paket hat damals knapp über 30.000
Dollar an Mehrpreis gekostet. Der Schätzpreis von diesem Fahrzeug ist 425.000 bis 475.000 Euro. Also den Zustand würde ich definitiv als makellos bezeichnen. Perfekt, kein Steinschlag, nix. Nächster spannender Ferrari, der ist von 2019. Das ist ein 488, ein Pista und dann Pilotti Ferrari, ein Sondermodell. Das Fahrzeug hat erst 106 Kilometer gelaufen. Ein 3,9 Liter Biturbomotor mit über 700 PS. Das Fahrzeug wurde nur an ausgewählten Kundenrennfahrern vergeben. Und der hier hat einen Schätzwert von 700.000 bis 900.000 Euro. Der ist der Ferrari 488 Pista, der ist von 2019 mit knapp über 100 Kilometer auf dem Tacho, liegt zwischen 450 und 550.000 Euro Schätzwert. Ich finde auch die Beschleunigung von 2,85 Sekunden bei diesem Fahrzeug schon sehr spannend. Gerade als Gegenstück zum 458 Speziale zeigt der 488 Pista sehr schön den Übergang von Saugmotor zur Turbo-Hochleistungsära bei Ferrari. Ein Lamborghini, Baujahr 22, einer von 40, ein Lamborghini Essenza. Der hat einen V12 Motor drin, liegt zwischen 1,2 und 1,8 Millionen. 6,5 Liter, Saugmotor mit 819 PS. Da geht der Stier nach vorne. Bei diesem Sondermodell war kompromissloser Rennstreckenfokus. Also das Fahrzeug ist für die Rennstrecke ausgelegt, von vorne bis hinten. Und der klingt auch gut. Ferrari F40, ihr werdet ihn erkannt haben. Der hier ist von 1989. Der hat einen V8 Biturbomotor drin, aber die Interessierten an solchen Fahrzeugen, die werden die ganzen Details und die Geschichte dahinter sicherlich kennen. Das Fahrzeug selber steht hier für 3,5 bis 4 Millionen, aber ich sehe da auch noch Wertsteigerungspotenzial, wenn man ihn entsprechend pflegt. Das Fahrzeug ist das letzte, wo Enzo Ferrari noch selbst Hand angelegt hat. Und ich habe so ein Fahrzeug noch nie gefahren. Ich kann euch nicht sagen, wie es sich anfühlt, aber ich könnte mir vorstellen, dass der richtig Spaß macht. 2,9 Liter Biturbo, knapp 500 PS. Das unterstreicht meinen Spaßfaktor, den ich da drin sehe. Und das Fahrzeug hatte damals einen Neupreis von ungefähr 300.000 Mark. Spannendes Sammlerfahrzeug wieder mal. Das ist ein Ferrari Enzo, der ist von 2004. Insbesondere hier interessant natürlich die Farbgebung. Den sieht man so in der Farbkombination sehr, sehr selten. Der hat einen Schätzwert von 4,9 bis 5,3 Millionen. Interessantes Ferrari Hypercar. Da ist noch eher analoge Technik und keine Hybridtechnik drin.
und dem prophezeie ich auch noch eine Wertsteigerung. Und die Leistung bei dem Fahrzeug mit dem 6 Liter V12 mit 660 PS bei etwas über 1200 Kilo, der geht schnell genug nach vorn. Der nächste Ferrari von 2014, das ist ein LaFerrari, der in einer sehr ungewöhnlichen Farbgebung, zumindest für mich, ich habe den bisher so in grün noch nicht gesehen, aber steht ihm auch, mit einem prominenten Vorbesitzer. V12, 6,3 Liter, Hybridtechnik. Das Fahrzeug selber hat einen Schätzwert von 4 bis 4,5 Millionen. Der nächste Ferrari F40, diesmal einer, der von Hamann Motorsport umgebaut, optimiert wurde. Das Fahrzeug ist von 1990 und hat einen Schätzwert von 2,5 bis 2,75 Millionen. Hier wurde einiges, auch was die Motorleistung, was das Fahrzeuggewicht und was die Aerodynamik angeht, einiges verändert und optimiert. Der macht bestimmt auch Spaß zum Fahren. So, dieser Lotus steht hier auch zur Versteigerung. Das ist ein Modell, welches verwendet wurde für Filmaufnahmen in dem James Bond-Film von 1977, Der Spion, der mich liebte. Und es gab noch weitere Fahrzeuge, die wurden dann auf der Straße verwendet. Aber das Fahrzeug hier steht für 200.000 bis 300.000 Euro. Eine einmalige Gelegenheit, so eine schöne Filmrequisite zu bekommen. Ich glaube, das wird es nicht so oft geben. Das wurde frisch restauriert, stand bisher in einem Museum und ist spektakulär, wiegt nur 400 Kilo. Von daher, wer ein großes Wohnzimmer hat, hier findest du was Schickes dafür. Jeder wird ihn sofort erkannt haben. Sportwagen aus den 2000ern, ein Porsche Carrera GT mit einem V10-Motor. Der hier ist von 2005. Der wird hier versteigert, oder zumindest der zu erwartende Preis ist 2 bis 2,5 Millionen. Der 5,7 Liter V10-Motor liefert 612 PS, ist handgeschalten und hatte damals einen Neupreis von ca. 450.000 Euro. Jetzt kommen wir zu einer britischen Rennsport-Ikone. Absolut. Ich finde, das ist hier ein absolutes Highlight, ein DB3. Ein Aston Martin, ein DB3S. Der ist von 1955 und steht hier für 3 bis 4 Millionen. Und ich schätze, die wird er auch erreichen in dem Zustand, wie er da steht. Das Fahrzeug wird angetrieben von einem 2,9 Liter Sechszylinder und hat in der Regel so zwischen 210 und 225 PS. Das Fahrgewicht liegt bei ca. 800 bis 850 Kilo. Alle Porsche-Fans werden jetzt wieder glänzende Augen kriegen. Das ist ein 57er Spider 550a. Der ist bei Wendler und das Fahrzeug ist in einem phänomenal guten Zustand.
Der steht hier für einen Schätzpreis von 3,5 bis 3,8 Millionen. Die Firma Karosseriebauwendler, für die Interessierten unter euch, die kommen aus dem Schwabenland, aus Reutlingen. Der erste BMW und dann noch was ganz Besonderes, ein BMW M3 GT. Der ist von 1995 und steht jetzt im Schätzpreis, das ist von 100 bis 150.000 Euro. Und das ist ein sehr limitiertes Modell, da gibt es nicht so viele von. Schönes Fahrzeug, klasse Zustand. Ich denke auch, dass der hier nicht stehen bleibt. Dieser BMW E36 wird angetrieben von einem reinen Sechszylinder mit 3 Liter Hubraum und ca. 295 PS. Der damalige Neupreis lag bei ca. 90.000 Mark. Mercedes 190, wer hat ihn nicht erkannt, 2,5, 16V Evolution 2. Der ist von 1990 und kostet 260 bis 350.000. Der ist in einem tadellosen Zustand, hat 81.000 Kilometer, also innen wie außen perfekt, gut gepflegt. Jetzt ein spannender Mercedes von 22, das ist ein AMG GT Track Series. Da wurden nur 55 Stück von gebaut. Der hier steht, ist erster Hand und hat knapp über 1000 Kilometer gelaufen. Das ist ein limitiertes Modell mit Rennsportgehen, von daher absolutes Sammlerfahrzeug. 4 Liter V8 Biturbo mit 734 PS. Wie den Schätzpreis schon erwähnt, 300.000 bis 400.000 Euro. Nächste wieder ein Ferrari. Das ist aber jetzt ein Fahrzeug, was, glaube ich, nicht jeder kennt. Ja, ganz, ganz wenig. Das ist so die wichtigste Evolutionsstufe des 308er. Das ist der 308 GT-M. Der ist von 84 und hat hier einen Schätzwert von 1,5 bis 2 Millionen. Von diesem Fahrzeug gibt es weltweit nur 3 Stück. Ich sehe das Fahrzeug auch als Schlüsselentwicklungsfahrzeug für den späteren 288 GTO und den R40. Womöglich wäre die gesamte Hypercar-Entwicklungsgeschichte bei Ferrari ohne dieses Fahrzeug anders verlaufen. Ferrari-Kenner werden mir zustimmen, dass es sich hier nicht um irgendein Modell handelt, sondern um ein absolutes Bindeglied zwischen den ersten Generation und dann den Hypercars. Die Chassisnummer von diesem Fahrzeug ist übrigens 001 und verbaut ist hier ein 3 Liter V8 mit Bosch Einspritztechnik mit ca. 370 PS. Der ist damit extrem leicht und extrem schnell. So, extrem seltener Bugatti, viertürig, Limousine. Ich habe schon mal einen gezeigt. Das war in Düsseldorf in dem Video. Da war einer, der war nicht fahrfertig. Dieser ist fahrfertig. Gibt nur 3 Fahrzeuge nachweislich.
Das ist ein EB 112, der hier ist von 99 und liegt Schätzwert 1,5 bis 2 Millionen. Dort ist ein 12-Zylinder-Motor verbaut. Der hat 6 Liter Hubraum und leistet 460 PS. Das Fahrzeug ist ein echtes One of One. Es gibt es nur ein einziges Mal auf der Welt und wird nach der Versteigerung sicherlich in irgendeiner Sammlung verschwinden. Das ist von einem italienischen Autohersteller, der eigentlich im Rennsport unterwegs ist und dort Chassis und so weiter produziert, unter anderem auch für Formel 1, für Haas-Team. Das ist ein Dallara. Der ist komplett auf Rennsport getrimmt und ist für die Straße gebaut. Das Fahrzeug hat eine Zulassung. Liegt Schätzwert bei 700.000 €. Hat verbaut einen 2,3 Liter Turbomotor mit ca. 400 PS. Der Fahrer sitzt genau in der Mitte, wie beim Formel 1-Fahrer. So, jetzt haben wir ein Fahrzeug mit französischer Rallye-DNA. Das ist ein Renault Alpine 110a. Der ist von 1970. Hat einen 1,3 Liter Motor und so um die 100 PS. Der Schätzwert liegt zwischen 80 und 120.000 €. Jetzt ein Bentley von 1996 mit 60.000 Kilometer. Der steht hier ein bisschen auf verlorenem Posten mit seinem V8. Neben den ganzen Hypercars, die hier so rumstehen, fehlen denen so ein bisschen die sportlichen Gene. Außer natürlich, dass die 300 PS, die er in sich hat, ihn auch ganz gut nach vorne bringen. Aber der ist vom Lack her in einem perfekten Zustand, innen in einem perfekten Zustand. Also ich mag das Fahrzeug leiden. Also da muss ich schon sagen, selten so ein Fahrzeug auch vom Holz her in dem guten Zustand gesehen. Schätzpreis liegt hier bei 45.000 bis 90.000 €, ist aber vom Startpreis her nicht begrenzt. Also es sind auch Gebote unter 45 möglich. Jetzt wird spannend für einige Ferrari-Fahrer. Das ist ein Ferrari 430. Das ist so der letzte Sauger vor der ganzen Turbo-Ära. Der hier ist von 2008 und liegt bei 275.000 bis 325.000 €. Auch in einem perfekten Zustand, klasse Fahrzeug. Der eine oder andere will ihn lieber in Rot, aber ich finde den in Weiß auch schön. Ferrari 488 Spider. Das ist inspiriert durch die Riva-Boote und auch in Anlehnung daran vom Design her. Also das Fahrzeug ist jetzt weder eine Fahrmaschine, ist es natürlich trotzdem so schnell genug, aber jetzt nicht dahingehend irgendwie modifiziert oder speziell darauf ausgerichtet, sondern eher
in die Richtung der Riva-Boote vom InDesign sowie auch außen gibt es das ein oder andere Feine, was daran erinnern soll. Die Farbgebung der Polster sowie der Nähte ist natürlich alles eine Anlehnung an Riva, sowie auch dieses Mittelelement, wo die Knöpfe drin sind, ist aus Holz gemacht. Also es gibt schon ein paar Details, die durchaus ansprechend sind. Jetzt kommt ein Pista Spider, der ist von 2019, ein Ferrari 488 in einem traumhaften Zustand. Schätzpreis 550.000 bis 650.000 Euro. Bei dem Fahrzeug finde ich außergewöhnlich die Spezifikation, also alles was die Farbgebung angeht und auch die Streifen angeht und auch das Interieur mit dem Alcantara. Das finde ich sehr außergewöhnlich und das Fahrzeug hat erst knapp über 4.000 Kilometer gelaufen. Ferrari GTE, das ist ein 488 und der ist von 2020. 1,3 bis 1,6 Millionen. Der hat moderne Rennsporttechnik drin, der ist auf 4 Einsätzen in Le Mans gefahren. Spannendes Fahrzeug. Jetzt kommen wir zu einem, zumindest auf dieser Auktion, technisch spektakulärsten Fahrzeug. Das ist ein AMG One, der ist von 2024. Der hat 89 Kilometer gelaufen und es wurden nur 275 Stück davon gebaut. In dem Fahrzeug ist 100% Rennsporttechnik drin aus der Formel 1. Der hat einen 1,6 Liter Motor und hat einen Elektroantrieb mit verbaut und hat eine extrem hohe Systemleistung. Die liegt bei 1063 PS. Was bei dem Fahrzeug mit dazu kommt, also erstmal der Service ist extrem teuer, aber wenn das Fahrzeug 50.000 Kilometer gelaufen hat, sollte das einer fahren, dann braucht man eine Gesamtinspektion. Das bedeutet, der gesamte Antriebsstrang muss zerlegt werden. Und Worst Case kostet das bis zu 800.000 Euro. Und da sehe ich auch einen Grund drin, dass das Fahrzeug in sich für Sammler schwierig ist und als Wertanlage damit natürlich auch. Der hat einen Schätzpreis von 2,4 bis 2,8 Millionen. Ferrari, ein FXX K Evo, der ist von 2018, Schätzwert 5,2 bis 5,7 Millionen.
kommen wir zu einem extrem seltenen Bugatti. Das ist ein Bugatti Bolide, der ist von 2024, Schätzwert 3,5 bis 4,5 Millionen. Der hat einen 16-Zylinder mit 8 Liter Hubraum und schafft die 0 auf 100 in 2,2 Sekunden mit seinen über 1500 PS. Also dieses Konzept von Bugatti ist für die Rennstrecke gebaut. Das ist für mich auch, so wie viele andere auch, einer der schönsten Ferrari. Zumindest sehe ich das so. Baujahr 1967. Das ist ein 275 GTB-4 mit einem 12-Zylinder drin, in Rot mit Speichenfelgen. So wie er da steht, mit der Scheinwerferabdeckung. Perfekt. Der Auktionspreis 2,5 bis 3 Millionen Euro. Der 3,3 Liter V12 leistet ca. 300 PS in diesem Fahrzeug. Völlig ausreichend. Da das Fahrzeug nur ein Leergewicht hat von 1100 bis 1200 Kilo. So, das ist sicherlich der Star der Sammlung hier an Fahrzeugen, die hier zur Auktion stehen. Ein 61er Ferrari, das ist ein 250 GT SWB California Spider, 14,5 bis 16,5 Millionen. Und da werden viele nur wegen diesem Fahrzeug angereist sein. Da muss ich schon sagen, also das Fahrzeug, auch die Farbgebung mit dem Hardtop in Silber und dann diesen Unilack dunkelblau mit der Innenausstattung, das harmoniert. Das Fahrzeug ist perfekt wie aus dem Laden. Unglaublich. So, damit sind wir am Ende unseres Videos angekommen. Ich hoffe, ihr habt einige interessante Fahrzeuge entdecken können. Ich habe es zumindest und ich habe versucht, euch die technisch so ein bisschen zu beschreiben, soweit ich konnte. Ich glaube, dass da einige interessante Fahrzeuge mit bei sind, auch was die Aktion und das Endergebnis angeht. Ich werde das natürlich verfolgen und dann euch gegebenenfalls mitteilen, sofern die Werte offengelegt werden. Man darf die Auktion selber nicht abfilmen. Aber ansonsten, ja, danke ich für eure Aufmerksamkeit und viel Spaß mit allen Videos, die noch kommen und bleibt schön rostfrei. Euer Sven.